In diesem Video lernen Sie die Grundlagen der barrierefreien Gestaltung von Dokumenten kennen. Konkrete technische Hinweise zur Umsetzung in den Office-Anwendungen Word und PowerPoint erhalten Sie in den Tutorials unserer Videoreihe. Planen Sie zuerst den logischen Aufbau Ihres Dokuments. Legen Sie den Fokus auf Informationsvermittlung und vermeiden Sie ein verspieltes Layout. Damit alle Inhalte auch für Screenreader lesbar sind, eine Vorlesesoftware für blinde Menschen, muss die Gestaltung auch technisch korrekt umgesetzt werden. Besonders wichtig ist eine einheitliche Gestaltung. Elemente der gleichen Hierarchieebene, wie zum Beispiel Überschriften oder Absätze, sollten stets die gleichen Gestaltungsparameter aufweisen. Dazu nutzen Sie die Formatvorlagen oder in PowerPoint die Folienlayouts. Mit diesen geben Sie allen Elementen nicht nur ein einheitliches Aussehen, sondern auch eine technisch lesbare Struktur. Bei der Wahl der Überschriftenformate sollten Sie sich an folgende Systematik halten. Für den Titel Ihres Dokuments wählen Sie die Überschrift 1, für Kapitelüberschriften die Überschrift 2, für Unterüberschriften die Überschrift 3 und so weiter. Für den Absatztext wählen Sie den Formattyp Absatz. Benutzen Sie eine serifenlose Schrift, zum Beispiel Arial, Futura oder Calibri. Serifen sind die kleinen Anfangs- und Endstriche von Buchstaben, hier zu sehen am Beispiel der Schrift Garamond. Auch die Abstände zwischen Überschrift und Absatz legen Sie in den Formatvorlagen fest und verzichten auf eine händische Strukturierung mit Leerzeilen. Der Text sollte linksbündig und im Flattersatz gesetzt sein, statt im Blocksatz oder gar zentriert. Zudem sollten Sie Ihren Text in kurze Absätze unterteilen und durch Zwischenüberschriften strukturieren. Für eine gute Lesbarkeit sollte die Schriftgröße für Absatztext mindestens 11 betragen, bei Präsentationen in PowerPoint 18. Der Abstand zwischen den Zeilen sollte mindestens 120% der Schriftgröße, in Word 1,2 betragen, und die Zeilenlänge sollte 80 Zeichen nicht überschreiten. Verzichten Sie auf manuelle oder automatische Worttrennung. Mit Hervorhebungen einzelner Wörter oder Absätze durch Fettung, Kursivstellung oder Unterstreichung sollten Sie sparsam umgehen. Rein farbige Hervorhebungen sollten Sie vermeiden oder durch eine zweite Hervorhebungsart ergänzen. Bei der Farbwahl vermeiden Sie Rot-Grün-Kombinationen, da diese von Personen mit Farbsinnstörung nicht wahrgenommen werden können. Der Kontrast von Schrift und Hintergrund sollte möglichst hoch sein. Der Kontrast zwischen Schwarz und Weiß ist der höchstmögliche. Für eine gute Lesbarkeit sollte das Verhältnis mindestens 4,5:1 betragen. Tabellen und Listen erstellen Sie möglichst nicht händisch, sondern mit den dafür vorgesehenen Werkzeugen. Tabellen sollten stets eine ausgewiesene Überschriftenzeile aufweisen und keine leeren Zellen beinhalten. Damit der Screenreader Ihren Text mit der korrekten Sprachbetonung vorliest, ist es zudem wichtig, die Dokumentsprache festzulegen. Bilder und Grafiken können Ihre Inhalte sinnvoll ergänzen. Wählen Sie klar erkennbare Motive mit ruhigem Hintergrund und hohem Kontrast. Auf Schmuckelemente, besonders auf Hintergrundgrafiken, sollten Sie verzichten. Wichtig ist außerdem, dass Sie Ihren Bildern einen sogenannten Alternativtext hinzufügen, der Inhalt und Funktion des Bildes auch Personen beschreibt, die das Bild nicht sehen können. Er sollte so kurz und prägnant wie möglich sein und zudem den Bildtyp benennen, etwa Foto oder Illustration. Ist die Grafik verlinkt, sollte das Linkziel angegeben werden. Enthält das Bild Text, geben Sie diesen im Wortlaut wieder. Damit ein Link im Text nicht die Lesbarkeit stört, sollten Sie diesen mit einem sinnvollen Begriff verknüpfen, zum Beispiel Webseite der Universität Leipzig. Vermeiden Sie hingegen Linktexte wie hier. Angesichts all dieser Vorgaben ist es hilfreich, dass die meisten Office-Anwendungen die Möglichkeit bieten, die Barrierefreiheit Ihres Dokuments zu testen und gegebenenfalls nachzukorrigieren.
Zum Schluss stellen Sie Ihr Dokument als barrierefreies PDF bereit. Wie das geht, erfahren Sie im Videotutorial Barrierefreie PDFs – Grundlagen. Bei weiteren Fragen melden Sie sich gern bei der Stabsstelle Chancengleichheit, Diversität und Familie unter chancengleichheit@uni-leipzig.de.